So, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Mashdater und heute will ich euch einfach mal ein Update zum aktuellen Wissensstand des neuen Battlefields bringen. Das wird übrigens laut einem renommierten Analysten sogar das beste Spiel in 2016 werden. Dazu aber gleich mehr. Vor etwa 4 Monaten habe ich mein erstes Video zum neuen Battlefield gemacht. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann empfehle ich euch dringend, das mal anzuschauen und dann erst wieder zu diesem Video zurückzukommen. Den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung oder rechts oben zum Anklicken. Eins aber vorweg, wie es jetzt heißt, also Battlefield 5 oder wie auch immer, steht immer noch nicht fest. Mittlerweile gibt es aber trotzdem ein paar nennenswerte Neuigkeiten. Wir wissen zum Beispiel, dass DICE Stockholm am neuen Battlefield arbeitet. Auf Twitter hat einer der schwedischen DICE-Mitarbeiter geschrieben, dass er nun vom Battlefront-Team in das neue Battlefield-Team wechselt. Aber auch DICE LA könnte beim neuen Battlefield beteiligt sein. Aktuell suchen die nämlich, also die in LA, Einzel- und Mehrspieler-Designer. Das heißt natürlich nicht automatisch, dass die gesuchten Designer auch am neuen Battlefield arbeiten werden, das gleichzeitig auch von DICE Schweden entwickelt wird. Es könnte auch bedeuten, dass DICE LA an einem anderen Spiel, wie zum Beispiel Medal of Honor, arbeitet. Das wäre zumindest eine Möglichkeit, denn einige der ehemaligen Danger Close Mitarbeiter, die bekanntlicherweise Medal of Honor entwickelt haben, arbeiten jetzt bei DICE LA. Oder es könnte auch ein ganz anderes Spiel sein, das wir noch nicht kennen. Oder es bedeutet wirklich einfach nur, dass DICE LA den Schweden unter die Arme greift. Wirklich klar ist das also noch nicht. Klar ist dem Analysten Michael Pachter allerdings jetzt schon, dass Battlefield 5 oder wie es auch immer heißen wird, das erfolgreichste Spiel in 2016 sein wird. Grund dafür ist unter anderem, dass einzig und allein ein neues Call of Duty für neue Konkurrenz sorgen wird. Das wird aber wiederum von Infinity Ward entwickelt und die haben in Vergangenheit bei Call of Duty Ghost enttäuscht. Damit das neue Battlefield aber wirklich zum erfolgreichsten Spiel 2016 wird, muss es makellos sein. Es muss also einen problemlosen Launch haben und auch sonst ohne große Bugs erscheinen und auch sonst sehr gut sein. Angesichts des aktuellen Battlefield 4 Zustandes kann man dem hoffentlich sehr optimistisch entgegenblicken, weil DICE offensichtlich aus ihren Fehlern gelernt hat und das auch bei Battlefield 4 regelmäßig beweisen kann. Am Ende heißt das also nur, dass das neue Battlefield zum erfolgreichsten Spiel 2016 werden kann, wenn es in einem sehr guten Zustand mit fehlerfreiem Launch erscheint und Infinity Ward nicht in der Lage ist, ein neues, cooles Call of Duty zu liefern. Zugegeben, das ist jetzt nun wirklich nicht so unerwartet. Unerwartet war aber vielleicht, dass EA eine E-Sports-Abteilung angekündigt hat. Das Ganze wird von Peter Moore geleitet und das Ziel ist es, grob gesagt, ein wettkampftauglicheres Spielerlebnis zu liefern. E-Sports ist eine Riesensache, aber bisher nicht bei Battlefield oder generell bei EA. Genau darum geht es wohl und das will man jetzt ändern. EA ist es dabei wichtig, dass entsprechende Features nicht in letzter Sekunde ins Spiel gebracht werden, sondern die E-Sports-Tauglichkeit von Anfang an bei der Entwicklung eingeplant ist. Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, was das am Ende für Battlefield oder die anderen dazu angekündigten Spiele bedeuten soll, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. In Vergangenheit hatte ich nämlich sehr wenig mit E-Sports zu tun und das geht wohl vielen Battlefield 4 Spielern so. Vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit, also diese E-Sports-Abteilung nicht nur Pro-Gamer, sondern auch Einsteiger und fortgeschrittene Battlefield-Spieler dem Battlefield E-Sport näher zu bringen. Ich habe zwar wie gesagt nie so richtig viel damit zu tun gehabt, aber ich werde immer wieder von Mitgliedern verschiedenster E-Sports-Ligen zu Battlefield angeschrieben, die mich bitten, den einbrechenden Spielerzahlen entgegenzuwirken. Das zeigt eigentlich nur ziemlich gut, dass es in puncto E-Sports und Battlefield eher nicht so gut aussieht. Und wirklich viel daran ändern kann ich leider auch nicht. Ändern wird sich aber bald einiges, denn zur GDC und zur E3 wird wohl einiges Neues zum Spiel bekannt gegeben. Ich werde euch also auf dem Laufenden halten, was die weiteren Entwicklungen angeht. Entwickeln wird sich hier auf jeden Fall erstmal nicht mehr so viel in diesem Video, denn wir sind jetzt am Ende und wie gewohnt gibt es noch ein bisschen Werbung. Wenn ihr einen günstigen Shop für Games und Guthabenkarten sucht, dann schaut doch auch mal bei G2A vorbei. Auch gerne über meinen Reflink. Rabatt gibt's außerdem mit dem Code M8DE. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.